Im Jahr 2016 verschwand Evelyn Zayos. Ihre Tochter erzählte die Geschichte einer Flucht nach Singapur, aber die Wahrheit lag buchstäblich unter der Erde verborgen. Im Abwassertank ihres Familienhauses wurde ein Geheimnis verborgen, dessen Aufdeckung 4 Jahre dauerte. Von gefälschten Beiträgen in sozialen Netzwerken bis hin zu verdächtigen Zementkäufen, dieser Fall wurde zu einem Beispiel für einen schrecklichen Betrug. Doch wie bei jeder anderen Lüge kam auch hier die Wahrheit schließlich ans Licht und deckte ein Verbrechen auf, das das ganze Land erschütterte. Es handelt sich um den Fall von Evelyn Zayos aus den Philippinen. Stellen Sie sich vor, Ihre Mutter wäre plötzlich verschwunden, würde aber weiterhin aktiv in den sozialen Netzwerken posten. Zunächst mag das unbedeutend erscheinen, aber mit der Zeit wird es verdächtig. Genau so fühlte sich die Familie Zayos, als Maria Evelyn Zayos, eine hingebungsvolle Mutter aus dem realen Leben verschwand, aber weiterhin auf ihrem Konto auftauchte. Noch seltsamer war, dass ihre Tochter Juana offenbar keine Sorgen wegen der Abwesenheit ihrer Mutter hatte. Im Jahr 2016 begann eine ungewöhnliche Geschichte in der Familie Zayos. Juana teilte ihren Geschwistern mit, dass ihre Mutter plötzlich nach Singapur gereist sei. Ihren Worten zufolge habe Evelyn das Haus in einem emotionalen Zustand verlassen, um sich zurückzuziehen und ihre ständigen Konflikte zu verarbeiten. Juana behauptete, dass ihre Mutter weiterhin mit ihr in Kontakt blieb, indem sie ihr Geburtstagsglückwünsche und herzliche Nachrichten über soziale Netzwerke schickte. Zuletzt wurde die 54-jährige Evelyn Zayos am 20. August 2016 gesehen. Danach verschwand sie. Dieses plötzliche Verschwinden versetzte die Familie in einen Zustand der Schockstarre und Verwirrung. Mit der Zeit kamen Zweifel auf. Die Familie bemerkte, dass Evelines Nachrichten kurz waren und keine Details über ihr Leben enthielten. Sie initiierte nie Videoanrufe und schickte keine aktuellen Fotos. Wenn sie nach ihrem Leben in Singapur gefragt wurde, antwortete sie ausweichend. Irgendetwas passte in dieser Situation nicht zusammen. Wie konnte eine Frau, die keine Probleme mit ihrer Familie hatte, plötzlich verschwinden und jeden Kontakt abbrechen? Die Alarmsignale wurden immer lauter. Evelyns Reisepass wurde nicht gefunden und es gab keine Aufzeichnungen über ihre Ausreise aus dem Land. Je mehr sich die Familie mit der Situation befasste, desto mehr Unstimmigkeiten fanden sie in Juanas Geschichte. Als aus Wochen Monate wurden, wurde es immer schwieriger, Evelyns Abwesenheit zu ignorieren. Erst am 7. September 2018, 2 Jahre später, beschloss Evelyns Sohn Michael schließlich, sie als vermisst zu melden. Anfangs war die Polizei nicht sonderlich beunruhigt, da sie davon ausging, dass Evelyn aus eigenem Antrieb gegangen sein könnte. Es wurden keine dringenden Maßnahmen ergriffen, und der Fall blieb auf der Liste der nicht vorrangigen Fälle. Im Juni 2020 jedoch bemerkte Michael während der Renovierungsarbeiten im Haus seiner Mutter einen seltsamen, unangenehmen Geruch. Zunächst ignorierte er ihn, aber mit der Zeit wurde der Gestank immer stärker. Er bat die Arbeiter, unter dem Küchenboden zu graben und stieß auf etwas Schreckliches. Evelyns Personalausweis, Reisepass und Bankkarte waren unter einer Schicht Beton versteckt. Michaels Herz zog sich vor Angst zusammen. Die Erkenntnis, dass die Sachen seiner Mutter unter dem Boden lagen, löste tiefe Besorgnis aus. Er begann zu zweifeln, ob seine Mutter wirklich in Singapur war und hatte Angst, weitere Nachforschungen anzustellen. Am nächsten Tag wandte sich Michael verzweifelt an die Polizei. Die Beamten kamen zum Haus, zunächst skeptisch, aber bereit, Ermittlungen durchzuführen. Die Ausgrabungen dauerten mehrere Stunden, bis die Polizisten die unfertige Klärgrube erreichten. Sobald sie geöffnet wurde, erfüllte ein widerlicher Geruch die Luft. Im Inneren befand sich eine leblose Leiche, die bis zur Unkenntlichkeit verwest war. Die Beamten sperrten das Gelände sofort ab und riefen Sanitäter, um die Leiche zu bergen. Der Fund schockierte Michael und die Behörden. Wie kam Evelyns Leiche hierher? Wer steckt hinter dieser schrecklichen Tat? Die Suche nach Antworten hatte gerade erst begonnen, und es wurde klar, dass jemand in diesem Haus ein schreckliches Geheimnis verbarg. Nach der Entdeckung von Evelyns Leiche schickte die Polizei sie zur Obduktion in das regionale kriminaltechnische Labor. Die Ergebnisse waren düster. Evelyn war an einer tödlichen Stichwunde im Hals gestorben. Die Autopsie bestätigte, dass die Todesursache ein Mord war. Ihr Körper wies zahlreiche Stichwunden auf, und die Verletzungen waren grausam, und ihr Schädel war mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen worden. Es gab 5 Stichwunden im Brustbereich, 2 im Hals und 2 Schnittwunden am rechten Unterarm. Es war offensichtlich, dass der Mörder einen tiefen Hass auf Evelyn empfand.
Michaels schlimmste Befürchtungen hatten sich bestätigt, aber er brauchte weitere Beweise. Um endgültige Gewissheit zu erlangen, wurde ein DNA-Test durchgeführt, der bestätigte, dass die Leiche tatsächlich Maria Evelyn Zayos gehörte. Die schockierende Wahrheit wurde damit offensichtlich: Die Frau, von der man glaubte, sie lebe in Singapur, war die ganze Zeit tot und direkt unter ihren Füßen begraben. Der Verdacht konzentrierte sich schnell auf zwei Personen, die behaupteten, Evelyn sei im Ausland: Juana und ihr Freund Rudy. Die Polizei verhaftete das Paar ohne zu zögern wegen des Verdachts auf Mord. Am 23. Juli 2020 wurden Juana und Rudy festgenommen. Während des Verhörs befragten die Polizisten sie zum Verschwinden von Evelyn, weil sie sich während des gesamten Zeitraums im Haus aufgehalten hatten. Unter dem Druck der Umstände zeigten sie Anzeichen von Nervosität. Im Verhörraum herrschte Stille, als Juana schließlich zusammenbrach und die schockierende Wahrheit gestand: Sie hatte ihre eigene Mutter getötet und Rudy hatte ihr dabei geholfen. Das Motiv für diese schreckliche Tat waren zahlreiche Kränkungen und Konflikte. Es stellte sich heraus, dass Rudy einen starken Hass auf Evelyn empfand, der durch ständige Streitigkeiten zwischen ihr und Juana angeheizt wurde, insbesondere wegen des Lebensstils seiner Tochter und ihrer Beziehung zu ihm. Nach Angaben des verhafteten Paares schufen die ständige Kritik und Nörgeleien von Evelyn eine giftige Atmosphäre, die schließlich zu Gewalt führte. Tatsächlich war Evelyn eine liebevolle Mutter aus Dasmariñas, die ihren Kindern, ihrem Sohn und ihrer Tochter, die sie über alles schätzte, zutiefst ergeben war. Ihr Erziehungsstil verband Wärme und Disziplin, wie bei vielen anderen asiatischen Müttern auch. Sie wollte immer das Beste für ihre Kinder. Als Juana älter wurde, begann Evelyn sich Sorgen zu machen, dass ihre Tochter sich rücksichtslos verhielt. Mit 16 Jahren wurde Juana schwanger und zog zu ihrem Freund, dem Vater des Kindes. Evelyn war am Boden zerstört, als sie sah, wie leicht ihre Tochter ihre Zukunft aufgab. Laut Evelyns Sohn tadelte sie Juana oft wegen ihrer Pflichten als Mutter und dafür, wie sie sich um das Kind kümmerte. Evelyn ahnte nicht, dass ihre guten Absichten die Unzufriedenheit ihrer Tochter nur noch verstärkten. Jedes Mal, wenn Evelyn Juana schimpfte, rannte diese zu ihrem Freund, um ihm alles zu erzählen, was sie über ihre Mutter dachte. Mit der Zeit wurde auch der Freund wütend auf Evelyn. Vielleicht sah er in ihr ein Hindernis oder konnte ihre Beschwerden einfach nicht mehr ertragen. So entstand ein finsterer Plan, der ihr Leben für immer veränderte. Am Tag von Evelyns Verschwinden rief Juana ihre Mutter von der Treppe aus an und sagte, sie habe eine Überraschung für sie. Evelyn, die nichts von der drohenden Gefahr ahnte, ging ruhig nach unten. Dort wartete jedoch bereits Rudy mit einem Hammer in der Hand auf sie, von blinder Wut erfasst. Ohne zu zögern schlug er Evelyn auf den Kopf. Sie sank mit einem schmerzerfüllten Stöhnen zu Boden. Blut bedeckte den Boden, aber sie atmete noch. In Panik und in der Erkenntnis, dass es kein Zurück mehr gab, befahl Rudy Juana, ein Küchenmesser zu holen. Sie gehorchte und kam mit einem großen Messer zurück. In einem schrecklichen Akt fügten sie Evelyn zahlreiche Messerstiche zu, um sicherzustellen, dass sie nicht überleben würde. Nach dem Mord trugen sie Evelyns leblosen Körper in die Klärgrube unter dem Haus und warfen ihn in das schmutzige Wasser in der Annahme, ihr Geheimnis für immer begraben zu haben. Rudy bestellte Kies, Sand und Zement und mischte diese Materialien, um Evelyn in der Klärgrube zu begraben. Sie hielten dies für eine sichere Lösung, aber sie irrten sich. Tage wurden zu Wochen. Evelyns Leiche begann in dem dunklen Tank zu verwesen und verbreitete einen unerträglichen Gestank. Die Nachbarn bemerkten den üblen Geruch, der von dem Grundstück ausging, und es gab Berichte, dass Rudy häufig dabei gesehen wurde, wie er frische Zementmischungen anrührte, um das Grundstück zu versiegeln. Jedes Mal, wenn der Geruch zu stark wurde, ging Rudy nach draußen, füllte die Risse und legte noch mehr Zement auf, um sein Verbrechen zu verbergen. In der Zwischenzeit hatte Juana einen anderen Plan, um den Verdacht von sich abzulenken. Sie beschloss, sich im Internet als Mutter auszugeben, indem sie Evelyns Seite regelmäßig aktualisierte und mit Familienmitgliedern korrespondierte, als wäre nichts geschehen. Sie unternahm große Anstrengungen, um diese Täuschung aufrechtzuerhalten, indem sie Geburtstagsgrüße im Namen von Evelyn veröffentlichte und Freunden und Verwandten mit zufälligen Nachrichten antwortete. Allen in den sozialen Netzwerken schien es, als sei Evelyn lebendig und wohlauf. Diese Täuschung funktionierte lange Zeit und niemand stellte Evelyns Abwesenheit in Frage, bis Michael die Wahrheit entdeckte und sich das Netz der Lügen zu entwirren begann.
Rudy wurde nach Artikel 248 angeklagt. Juana wurde wegen Mordes nach Artikel 246 angeklagt, einem Verbrechen, dessen Grausamkeit ihresgleichen sucht. Derzeit gibt es keine Informationen über das Urteil gegen Juana Marie Zayos und Ronald James Rudy wegen des Mordes an Maria Evelyn Zayos. Nach neuesten Informationen wurden sie verhaftet, angeklagt und befinden sich beide in Haft. Möglicherweise ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen oder wird in den Medien nicht berichtet. Der Fall Evelyn Zayos offenbart eine beunruhigende Realität, die sich unter der Oberfläche einer scheinbar normalen Familienbeziehung verbarg. Sie war eine liebevolle Mutter, die trotz des seelischen Schmerzes über die unüberlegten Handlungen ihrer Tochter Juana und ihres Freundes ihr Herz und ihr Haus öffnete. Doch diese revanchierten sich für ihre Güte mit einem kaltblütigen Mord, weil sie der Meinung waren, dass sie zu viel nörgelte. Es bleibt zu hoffen, dass die Gerechtigkeit siegen wird. Dieser Fall ereignete sich in Bogotá, Kolumbien. Im Jahr 1998 machte ein Kriminalfall Schlagzeilen in den lokalen Zeitungen und Nachrichtensendungen des Landes. Es stellte sich heraus, dass die Behörden eine Hexe verhaftet hatten. Nein, diese Geschichte hatte nichts mit übernatürlichen oder unerklärlichen Dingen zu tun. Sie stand jedoch im Zusammenhang mit ungelösten Fällen aus vergangenen Jahren. Die Hexe selbst entpuppte sich als gewöhnliche Betrügerin, die sich mit sogenannter Hexerei beschäftigte und behauptete, über verschiedene Fähigkeiten zu verfügen, wie die Heilung von Seele und Körper oder die Vermehrung von Kapital. In Wirklichkeit dienten Zaubersprüche, Liebeszauber und andere Rituale nur dazu, Menschen zu täuschen und sich ihr Eigentum anzueignen. Maria Concepción Ladino, besser bekannt als Doña Conchita oder Schwester Maria, wurde 1960 in Bogotá, Kolumbien geboren. Nach den vorliegenden Informationen interessierte sie sich seit ihrer Kindheit für schwarze Magie und okkulte Wissenschaften. Eines Morgens wartete Maria, wie viele andere Menschen auch, auf einen Lastwagen mit Lebensmitteln. Während sie in der Schlange stand, geriet sie in einen Streit mit einer anderen Frau, die, wie sich herausstellte, einen ebenso temperamentvollen Charakter hatte. Schließlich gingen die Frauen aufeinander los und begannen zu schubsen. Plötzlich, als Maria erkannte, dass sie diesen Konflikt verlieren würde, trat sie zurück und begann auf ungewöhnliche Weise mit den Armen zu wedeln und irgendwelche Worte auszusprechen. Weder die Worte selbst noch ihr Kontext waren für die Umstehenden verständlich. Dennoch sah es ziemlich unheimlich aus. Bald verbreitete sich die Nachricht über den Konflikt und Marias Verhalten in der Nachbarschaft. Darüber hinaus wurde ihre Rivalin wenige Tage später mit starken Knochenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Teil der lokalen Bevölkerung, der davon beeindruckt war, brachte die Einweisung der Frau mit Marias Verhalten in Verbindung, die sofort den Spitznamen Hexe erhielt. Es muss gesagt werden, dass die Frau sich durch solche Reaktionen der Menschen nicht beleidigt fühlte. Sie nutzte vielmehr die entstandene Situation und begann, ihren neuen Ruf zu ihrem Vorteil zu nutzen. Außerdem glaubten die Menschen nun, dass Marias Zaubersprüche wirklich wirksam seien. So begannen viele Nachbarn und Bewohner des Viertels, sie um Hilfe zu bitten. Über Maria selbst war nur wenig bekannt, vor allem weil sie selten mit anderen über ihr Leben sprach. Man weiß nur, dass sie weder Kinder noch einen Ehemann oder eine Familie hatte. Sie mietete ein Zimmer in einem für lokale Verhältnisse recht großen Haus, das einem älteren Ehepaar gehörte, dem Rentner Eduardo und seiner Frau Nubia. Don Eduardo verbrachte seine gesamte Freizeit damit, vor dem Haus zu sitzen und Kreuzworträtsel zu lösen. Seine Frau befand sich zu dieser Zeit in der Regel in der Nähe der benachbarten Schule und verkaufte Papas Coriados, ein kolumbianisches Kartoffelgericht. Maria gewann recht schnell das Vertrauen des älteren Ehepaares. Als sie sah, dass es ihnen schwer fiel, viele Dinge zu erledigen, bot sie ihnen ihre Hilfe an. Hauptsächlich half sie ihnen beim Einkaufen und erledigte einige Arbeiten im Haushalt. Außerdem versprach sie, ihre Krankheiten mit einem speziellen Heilmittel, das sie ihnen gab, und mit Massagen unter Verwendung von Kräutersalben zu heilen. Die Rentner waren sehr dankbar für ihre Hilfe. So gewann sie nach und nach ihr Vertrauen. Dies führte dazu, dass das ältere Ehepaar eines Tages einfach verschwand. Man kann nicht sagen, dass viele Menschen ihre Abwesenheit sofort bemerkten. Ja, es gab einige wenige Nachbarn, die bemerkten, dass Nubia ihre Gerichte nicht mehr vor der Schule verkaufte. Als einige von ihnen Maria nach dem älteren Ehepaar fragten,
antwortete sie einfach, dass sie krank geworden seien oder zu ihren Kindern gezogen seien. Es ist erwähnenswert, dass sich Marias Aussehen deutlich verändert hatte. Zum Besseren. Sie sah gepflegter aus als zuvor. Einige Monate nach dem Verschwinden des älteren Paares kamen ihre Kinder, die in Ibagué lebten, zu ihnen nach Hause. Sie hatten lange Zeit nichts von ihren Eltern gehört und begannen sich um deren Gesundheit zu sorgen. Als sie ankamen, war das Haus ihrer Eltern verschlossen, da Maria nicht da war. Schließlich riefen die Kinder von Eduardo und Nubia die Polizei, die die Schlösser aufbrach und das Haus betrat. Das Haus selbst sah wie immer aus. Daraufhin wurde eine entsprechende Anzeige erstattet, um die vermissten Rentner zu suchen. Im Laufe der Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, das Geld, das das ältere Ehepaar zu Hause aufbewahrt hatte, verschwunden war. Es handelte sich um eine ziemlich große Summe, etwa 150 Millionen kolumbianische Pesos. Es vergingen Monate, bevor die Leiche eines der beiden gefunden wurde. Sie wurde von Kindern entdeckt, die am Fluss San Juan spielten. Die Leiche von Don Eduardo lag mit zahlreichen Verletzungen unter einem Steinhaufen. Leider konnte trotz der durchgeführten Ermittlungen nicht festgestellt werden, wer den alten Mann so grausam umgebracht hatte. Seine Frau Nubia wurde nie gefunden. In der Zwischenzeit, am 15. August 1994, zog Maria nach Antibon, einem belebten Vorort westlich von Bogotá. Sie suchte erneut nach einem Zimmer zur Miete. Schließlich kam sie zum Haus des 54-jährigen Carlos Montani, der mit seiner Frau und 3 kleinen Kindern lebte. Der Mann vermietete Maria bereitwillig ein Zimmer, und sie begann sofort ihre Tricks anzuwenden. Sie sagte Carlos, dass er für sein Alter sehr erschöpft aussehe, und bot ihm ihre Hilfe an. Maria erzählte von ihren angeblichen Heilmitteln und davon, dass es ihre Gabe sei, Menschen zu helfen. Dann holte sie aus ihrer Tasche eine Substanz hervor, die ihrer Aussage nach ein Heilmittel aus der jenseitigen Welt sei. Der Mann nahm diese Substanz ohne große Hoffnung ein. Am nächsten Tag brachte Maria ihm einige Desserts und Tabletten, die ihm ihrer Aussage nachhelfen sollten, alles Schlechte aus seinem Körper zu entfernen. Nach einigen Wochen begann Carlos seiner neuen Bekannten mehr zu vertrauen. Mehr noch, er fühlte sich sogar besser, nachdem sie ihm Tabletten und Tränke gegeben hatte. So tat der Mann praktisch alles, was die Hexe ihm sagte. Er nahm Kräuterbäder, angeblich um böse Geister zu vertreiben, und nahm an anderen rituellen Verfahren teil. Im Großen und Ganzen verlief alles normal, und die Familienmitglieder begannen zu glauben, dass Maria tatsächlich die Gabe der Heilung besaß. Im Oktober desselben Jahres geschah jedoch etwas, das alles veränderte. Carlos' Frau kam nach einem weiteren Arbeitstag nach Hause. Als sie das Haus betrat, stellte sie fest, dass ihr Mann das Essen, das sie ihm vor ihrer Abreise hingestellt hatte, nicht angerührt hatte. Dann ging sie ins Schlafzimmer und sah, dass ihr Mann schlief. Maria kam ebenfalls ins Zimmer. Sie sagte Carlos' Frau, sie solle ihn nicht wecken, da er sich in einer spirituellen Trance befinde. Danach versammelte Maria Carlos' Frau und ihre Kinder im Erdgeschoss, um eine spiritistische Sitzung abzuhalten, die dem Mann in Trance angeblich helfen sollte. Während der Sitzung spürte Carlos' Frau, wie ein Schauer über ihren Körper lief. Sie wurde nervös und beschloss, zu ihrem Mann hinaufzugehen. Als sie das Schlafzimmer erneut betrat, versuchte sie, ihn zu wecken, bemerkte jedoch bald, dass er in einer Lache seines eigenen Blutes lag. Zuerst dachte sie, ihr Mann hätte einen Herzinfarkt erlitten, doch dann bemerkte sie eine tiefe Wunde an seinem Hals. Die Frau rief sofort den Krankenwagen und die Polizei. Innerhalb weniger Minuten waren die Polizeibeamten vor Ort. Sie befragten die Frauen, doch keine von ihnen sagte etwas Vernünftiges. Anscheinend erzählte die Witwe der Polizei nichts, weil sie Angst vor den angeblich übernatürlichen Fähigkeiten ihrer Untermieterin hatte. Schließlich stellte sich heraus, dass Carlos zuvor vergiftet und ihm dann die Kehle durchgeschnitten worden war. Nach diesem Vorfall erhielt die Frau handgeschriebene Briefe, die angeblich von ihrem Mann geschrieben und aus dem Jenseits geschickt worden waren. In diesen Briefen stand, dass die Familie Maria vertrauen solle, da nur sie Carlos helfen könne, im Jenseits Frieden zu finden. Außerdem wurde darin angegeben, dass die Familie der Frau ihr gesamtes Vermögen übergeben solle. Diesmal war die Witwe jedoch weniger gutgläubig und drohte Maria, sie bei der Polizei anzuzeigen. Am nächsten Tag verschwand die Hexe. Diesmal zog sie nach San Cristóbal, wo sie erneut ein Zimmer mietete. Kurz nach ihrem Umzug lernte sie einen Mann namens Adalberto Guevar kennen, der 2 Taxis besaß. Adalberto erzählte Maria von seinen Problemen, genauer gesagt davon, dass er nicht genug Geld verdienen konnte, weil er sich für verflucht hielt.
Maria bestätigte die Worte des Mannes. Außerdem bot sie ihm an, ihm gegen eine Belohnung von 1 Million Pesos dabei zu helfen, die bösen Geister zu vertreiben. Anschließend unterzog die Frau Adalberto mehreren Kräuterbädern. Nach einigen Wochen stellte der Geschäftsmann fest, dass die Reinigungsbehandlungen ihm nicht geholfen hatten und sich seine finanzielle Situation nur verschlechtert hatte. In seiner Verzweiflung beschloss er, die Autos zu verkaufen und schaltete eine Anzeige. Maria erfuhr ziemlich schnell davon. Sie sagte Adalberto, dass sie einen Sohn habe, der ihm diese Autos gerne abkaufen würde, und bat ihn, die Anzeige zurückzuziehen. Infolgedessen schlossen sie einen Kaufvertrag über die Autos ab, und Maria bezahlte sie mit einem Scheck. Danach überzeugte sie den Mann, sich einer weiteren Reinigungsprozedur zu unterziehen, die ihn ihrer Meinung nach vor allem Schlechten schützen sollte, was auch immer passieren möge. Danach wurde Adalberto nie wieder lebend gesehen. Als seine Familienangehörigen zur Bank kamen, um den Scheck einzulösen, wurde ihnen mitgeteilt, dass dieser Scheck Teil eines gestohlenen Scheckhefts sei und daher nicht eingelöst werden könne. Danach begann die Familie nach der Betrügerin zu suchen, da alles auf einen Betrug ihrerseits hindeutete. Eine Woche später erhielten sie die besagten Briefe aus dem Jenseits und wandten sich schließlich an die Polizei. Maria wurde festgenommen und wegen Betrugs angeklagt, aber mangels Beweisen wurde sie schließlich freigelassen. Nach ihrer Freilassung gab sie das Auto zurück und zog erneut um. Diesmal ließ sie sich in der Stadt Bucaramanga nieder, wo sie als Schwester Maria bekannt wurde. Im August 1996 nahm sie ihre Tätigkeit wieder auf. Ihr nächstes Opfer war eine ältere Frau namens Heidi Sanchez, die mit dem Verkauf von Schmuckstücken beschäftigt war. Maria wandte ihre übliche Methode an und überzeugte ihr Opfer davon, dass für den Erfolg ihres Geschäfts ein Segensritual notwendig sei. Das Ritual fand direkt in Heidis Laden statt. Maria begann, in einer nicht existierenden Sprache zu sprechen und gab der Frau ein Glas mit einer grünen Flüssigkeit, die diese trinken sollte. Es dauerte nicht lange, bis Heidi zu Boden fiel. Dann durchsuchte Maria alle Räume und nahm den Schmuck mit. Bevor sie ging, nahm sie der Opferin die Autoschlüssel ab und legte die Leiche in das Auto. Anschließend fuhr die Hexe mehrere Kilometer mit dem Auto, bis sie einen abgelegenen Ort erreichte. Dort übergoss Maria das Auto mit zuvor gekauftem Benzin und zündete es an. Heidis Leiche wurde am nächsten Tag gefunden und Schwester Maria war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verschwunden. Maria kehrte nach Bogotá zurück. Dort freundete sie sich mit einer Frau an, die 3 Millionen Pesos in einem Versteck aufbewahrte. Sie manipulierte ihre neue Bekannte und gab ihr ihren berühmten Zaubertrank. Diesmal betäubte er das Opfer nur für einige Stunden. Während diese schlief, stahl die Täterin das Geld und ging, in der Überzeugung, dass die Frau tot sei. Im Jahr 1997 ließ sich Maria in der Gegend von Ciudad Jardín im Norden Bogotás nieder, wo es ihr erneut gelang, einem älteren Ehepaar eine große Geldsumme abzuknöpfen und sie anschließend zu töten. In diesem Jahr gelang es der Hexe, mehr als 20 Menschen zu betrügen. Einige ihrer Opfer verschwanden, andere zogen es aus Angst vor dem Tod vor, nicht zur Polizei zu gehen. Anfang April 1997 wandten sich die Schwestern Bello Clavijo an Maria, um Hilfe zu erhalten. Ihre Mutter litt an Krebs, der in einem späten Stadium diagnostiziert worden war. Die traurigen jungen Frauen beschlossen, dass Maria ihnen helfen könnte, ihre Mutter zu retten. Die Hexe willigte ein. Sie kam mehrmals zu ihnen nach Hause, um ihre falschen Rituale durchzuführen. Außerdem erfuhr sie, dass die kranke Mutter 13 Millionen Pesos angespart hatte, die nach ihrem Tod an ihre Töchter gehen sollten. Die Frau starb einen Monat später, aber Maria behauptete, sie habe alles getan, um sie zu retten. Sie half den trauernden Schwestern, mit dem Verlust ihrer Mutter fertig zu werden. Eine Woche später, als sie ihr Erbe erhielten, überzeugte die Hexe sie davon, dass das Geld gesegnet werden müsse. Darüber hinaus könnten sie laut Maria ihr Erbe vermehren, wenn sie ein spezielles Ritual durchführen würden, das den Betrag angeblich innerhalb von 4 Monaten verdoppeln würde. Mitte Juli 1997 traf sich Maria mit den Frauen, um die erste Phase des Rituals durchzuführen. Sie bat sie, das geerbte Geld mitzubringen und es in eine Truhe zu legen, die wiederum unter das Bett gestellt werden musste. Sobald dies geschehen war, begann die Hexe Geister zu beschwören, die die Truhe von schlechter Energie reinigen sollten. Danach fassten sich die Versammelten an den Händen. Maria fungierte als Medium, damit die Schwestern durch sie mit ihrer verstorbenen Mutter kommunizieren konnten. In den folgenden Monaten erhielten die Frauen die bereits bekannten Briefe,
die angeblich von ihrer Mutter geschrieben worden waren, in denen sie ihre Töchter bat, Maria voll und ganz zu vertrauen, da die Hexe sie nun beschützen würde. Nach einiger Zeit begaben sich die Schwestern zu einer weiteren spiritistischen Sitzung, um mit ihrer Mutter zu kommunizieren, aber eine von ihnen begann zu ahnen, dass etwas nicht stimmte. Sie ging in den Raum, in dem die Truhe stand. Als sie diese öffnete, stellte die Frau überrascht fest, dass sich darin nur 4 Geldscheine befanden. Als die beiden anderen Schwestern davon erfuhren, kam es zu einem Streit. Maria versuchte jedoch alle zu beruhigen. Sie sagte, dass das Geld immer noch da sei, nur sei es für die Augen gewöhnlicher Menschen unsichtbar geworden. Die Hexe versicherte den Schwestern, dass sie doppelt so viel erhalten würden, wie sie in die Truhe gelegt hatten, wenn sie ihr vertrauten. Als letzten Schritt mussten die Schwestern einen Reinigungsritus durchlaufen. Das Ritual sollte am Wasser stattfinden. Deshalb brachte Maria ihre Opfer zu einem Bach. Dort bat sie, einen Trank zu trinken. Die ahnungslosen Frauen taten, was von ihnen verlangt wurde, und fielen kurz darauf eine nach der anderen bewusstlos zu Boden. Dann nahm die Hexe mehrere große Steine und warf sie auf die Köpfe ihrer Opfer. Danach bedeckte sie die Leichen und verließ den Tatort. 5 Tage nach dem Vorfall meldeten die Angehörigen der Opfer das Verschwinden der 3 Schwestern der Polizei. Im Laufe der Ermittlungen stießen die Behörden auf Maria. Nach einigen Tagen fanden sie ihre Adresse, aber als die Polizisten das Zimmer betraten, das sie gemietet hatte, war sie bereits verschwunden. So wurde die Hexe zur Hauptverdächtigen im Fall des Verschwindens der 3 Schwestern. Außerdem kamen die erfahrenen Ermittler zu dem Schluss, dass dies sicherlich nicht das erste Verbrechen der Frau war, und begannen ähnliche Fälle aus der Vergangenheit zu untersuchen. Dies führte sie zu einem ungelösten Fall aus dem Jahr 1994, in dem es ebenfalls um Hexerei und heilende Praktiken ging. Später wurden mehrere weitere Fälle entdeckt, in denen ebenfalls eine bestimmte Hexe erwähnt wurde. Die Ermittler begannen mit der Suche nach einer Frau im Alter von 40 bis 45 Jahren, die angeblich in Hexerei eingeweiht war und auf der Suche nach schutzlosen Opfern durch das Land zog. Trotz der Bemühungen der Behörden war es nicht einfach, diese Frau zu finden, da sie ständig von einer Adresse zur nächsten zog. Am 10. August 1998 wurden in der Nähe eines Baches in Bogotá die Leichen von Frauen gefunden. Die Leichen befanden sich in einem schrecklichen Zustand der Verwesung. Einige Stunden später wurden die Opfer als die vermissten Schwestern identifiziert. Nach der Obduktion wurden Spuren von Benzodiazepinen gefunden. Ähnliche Spuren wurden auch in anderen ungelösten Fällen gefunden, die Jahre zuvor registriert worden waren. Während der Ermittlungen am Tatort bemerkte einer der Ermittler eine Überwachungskamera, die am Zugang zum Bach angebracht war. Er forderte die Videoaufnahmen vom Tag des Verschwindens der Frauen an, sodass die Behörden das Kennzeichen des Autos ermitteln konnten, mit dem Maria unterwegs war. Am 17. August 1998 wurde eine Operation zur Suche und Festnahme von Maria Concepción organisiert, der Hauptverdächtigen einer Reihe von Verbrechen. Am nächsten Tag, gegen 1 Uhr nachts, wurde die Verdächtige in einem Taxi gesehen. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Während der Verfolgungsjagd hielt das Taxi an. Maria stieg aus und versuchte zu fliehen, wurde aber kurz darauf festgenommen. Sie erklärte, dass sie nicht wisse, was ihr vorgeworfen werde. Während des Verhörs verhielt sich die Frau seltsam. Sie lachte und fluchte. Möglicherweise versuchte sie auf diese Weise Wahnsinn vorzutäuschen. Die Ermittler erkannten ziemlich schnell, dass sie es mit einer gerissenen Manipulatorin zu tun hatten, die nicht bereit war, mit den Behörden zu kooperieren. Schließlich wurde Maria in das Frauengefängnis El Buen Pastor in Bogotá gebracht und einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen, um festzustellen, ob sie zurechnungsfähig war. Nach mehreren Gutachten wurde festgestellt, dass die Hexe sich ihrer Handlungen voll bewusst war. Das Einzige, woran sie litt, war eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Im September 1998 fand der Prozess statt, in dessen Folge Maria Concepción Ladino zu 39 Jahren und 11 Monaten Freiheitsentzug verurteilt wurde. Im Jahr 2009 wurde sie aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.